Flüge waren auch tatsächlich gar nicht mal so teuer, Leute. Ja, wirklich, ich will da schlafen. Aber jetzt mal wieder Chris erst am Abend. Laut der Fluglinie sollte quasi das Gepäck unter dem Sitz vor mir passen. Da waren mehrere Nummern. Übrigens, wir haben alle Nummern angerufen, so rund 4-5 Mal ist niemand rangegangen. Diese Scheiße wurden wir wieder abgezogen. Moment, der Wahrheit kommt gleich. Wir müssen nur noch durch die Kontrolle durch. Er hat uns gerade angefecht. Wie? Italien is calling. Wir haben ein kleines Problem, vielleicht auch ein großes Problem, ich weiß es nicht. Führt zum Nix. Beten mir, dass diese Tasche hinter mir keine Probleme macht. Leute, wir mieten gerade ein Vespa. Übrigens, ich bin noch nie Motorrad gefahren. Es ist 1:30 Uhr. Wir haben noch keinen Taxifahrer gefunden. Oh mein Gott, es spammt mich voll. Das ist gerade voll auf Zerstörermodus. Bro, der hat unsere Adresse, ha? Assalamu alaikum, willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Leute, es ist länger her, dass ich die Kamera ausgepackt habe, aber es ist einfach nicht viel passiert. Abgesehen davon habe ich so viele Videos vorproduziert. Zu dieser Liste füge ich noch einen hinzu. Morgen um diese Uhrzeit sind wir tatsächlich in Italien und das ist das erste Mal für mich Italienurlaub. Ich wollte das Intro aber in Ruhe filmen und euch so ein bisschen erzählen, wie es mir geht, weil wir haben uns echt lange nicht mehr gesprochen. Und ich habe gedacht, wir packen meinen Reisekoffer, wenn man das überhaupt Koffer nennen darf, zusammen. Das Licht strahlt in meinem Gesicht. Ich hoffe, ich bin nicht überlichtet. Ich verstehe das gerade wirklich nicht, Leute. Es ist crazy. Wir sind einfach morgen um diese Uhrzeit in Italien. Ich muss wirklich nochmal drauf klarkommen. Kurz Backstory zu diesem spontanen Buchen dieser Reise. Gestern war es soweit. Wir haben uns zusammengetan und tatsächlich die Tickets gebucht, die dann hoffentlich kein Scam sind. Weil, Leute, ich habe kein Vertrauen mehr in Leute. Ich habe kein Vertrauen mehr in gar nichts. Wir denken gar nicht so böse, okay? Wir denken gar nicht so schlecht. Laut der Fluglinie sollte quasi das Gepäck unter dem Sitz vor mir passen. Ist das dann Übergepäck? Ich kann auf jeden Fall nicht mit einem Rucksack nach Italien fliegen. Jetzt könnt ihr euch sowas von abschminken, auch wenn es nur 2 Nächte sind. Ein bisschen was habe ich schon reingeschmissen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, was mitkommt und was nicht. Leute, wir haben nur noch wenige Stunden, bis der Flug losgeht. Um 6:10 Uhr fliegen wir inshallah los. Heißt, wir müssen natürlich schon viel früher im Flughafen sein. Denn Leute, ihr habt auf dieses Video geklickt, nicht um zu sehen, wie ich die Tasche zusammenpacke, sondern Italien is calling. Die Flüge waren auch tatsächlich gar nicht mal so teuer, Leute. Also, da wir nur mit Handgepäck fliegen, hat es uns jetzt pro Person nur 110, 112 gekostet ungefähr. Wir haben unser Hotel gebucht. Am Anfang wollten wir tatsächlich nur ein Auto mieten. Das wäre auch richtig lustig gewesen. Also im Sinne von Auto buchen, halt wirklich nur über die 2 Nächte im Auto zu schlafen. Das wäre der Plan gewesen. Bis wir die Kautionspreise gesehen haben. Das Video wird sehr, sehr lang. Das Ladekabel und ein paar Snacks sind auch mit drin. Hinten seht ihr auch mein Care-Bag, also Shampoo und so weiter. Die ganzen Essentials halt. Unter anderem habe ich auch schon meine Schminktasche gepackt. Also wirklich nur das Gröbste wird auf jeden Fall noch mit reingetan. Ich komme immer noch nicht drauf klar. In wenigen Stunden sind wir einfach Italien. Es war schon immer auf meiner Bucketlist, deswegen alhamdulillah kann ich das bald durchstreichen und ich freue mich echt sehr, sehr drauf. Achso, ja. Da kommt auf jeden Fall noch meine Zahnbürste rein. Genau, also Sonnencreme, ganz, ganz wichtig, Leute. Shampoo, klar. Duschgel, ganz, ganz klar. Reinigungstücher, ganz wichtig. Das ist das erste Mal, dass ich nur mit Handgepäck reise. Normalerweise habe ich immer noch Gepäck zum Abgeben. Das Ding wird noch voll gemacht. Und wenn es voll gemacht wird, dann ist es schon etwas größer, auch von der Länge her. Ach, ich weiß es nicht. Wir sagen Bismillah und gehen tatsächlich rein. Da habe ich natürlich meine digitale Kamera auch mit reingepackt, Leute. Ganz, ganz wichtig. Diese Kamera macht die besten Vintage-Bilder. Ihr checkt nicht. 50 € Amazon. Ich habe mir schon mal eine Haarspange, 2 Haarspangen, 3 Haarspangen mit reingepackt, weil ich dachte mir, am Tag wechsle ich bestimmt mehrmals meine Haarspange. Warum auch nicht? Kontaktlinsen, Leute, ihr könnt da gar nichts sagen. Ein Parfüm, einmal Travel Size, beide Parfüms. Das habe ich einmal umgefüllt. Finde ich sehr, sehr praktisch, Leute, auch Amazon. Natürlich einen kleinen Kamm, ne, passend zum Theme Travel. Das ist nur ein Handgepäck. Wie will ich bitte das alles hier reinbekommen? Alles, was Kleidung anbelangt, würde ich tatsächlich im Privaten machen, weil sonst wird dieses Video einfach den Rahmen sprengen. Jetzt kommen wir zum Endboss, Leute. Meine Powerbank. Die habe ich übrigens neu geholt.
gestern oder so. Ich habe sowieso schon eine gebraucht, deswegen finde ich ganz gut, dass ich das zugelegt habe. Und das ist in pink, Leute. Schaut mal, wie schön das aussieht. Tue ich das auf jeden Fall rüber zu dem Aufladstation, weil es muss alles aufgeladen werden. Macht ja Sinn. Was auf jeden Fall noch mitkommt, ist meine Make-up-Bag, Leute. Nur die 2 Taschen nehmen gerade so viel Platz weg. Und die Tasche kommt noch auf. Und ich habe noch meine Kleidung noch gar nicht mit reingepackt. Ich möchte noch eine Tasche noch mit reinpacken und ich möchte noch Schuhe mit reinpacken. Handtücher müssen noch mit. Das kommt natürlich auch einmal mit für die Beach Days. Sonnenbrille packe ich auch gleich mit rein. Übrigens sind es 1,5 Tage. Aber Alhamdulillah, da bin ich auch dankbar. Allahum ya Rabbi. Diese 2 Taschen reingetan. Und das sind schon die kleinsten, die ich habe. Und das kommt auch noch mit. Wenn das noch mit reinkommt. Angst, dass die Tasche sogar zu groß ist. Das kommt ja auch noch dazu. Nichts ist unmöglich, Leute. Deswegen kriegen wir es inshallah schon hin. Wie, weiß ich nicht, aber Allah lügt, das kriegen wir hin, Leute. Ich brauche auf jeden Fall noch meine Zahnbürste. Ein Bikini tue ich auf jeden Fall noch rein. Oh. Gebetssachen müssen noch rein. Ich habe mir überlegt, mein Outfit so anzuziehen. Ich weiß, so ein bisschen komisch und so im Flughafen so rumzurennen, aber erstens, wir wissen ja nicht, ob wir Bügel haben. Aber das kann sich noch ändern, keine Ahnung. Und da habe ich noch 3 weitere Outfits. Pyjama, Bikini und noch ein Outfit. Ist doch crazy, oder? Bu arada bunu çıkarmak zorunda kaldım aber. Günaydın zu einem neuen Morgen. Und somit beginnt die Reise tatsächlich. Es ist gerade 3:30. Hinter mir steht mein Handgepäck. Ich sehe so aus. Und wir fliegen nach Italien. Das muss ich auf jeden Fall mein Morgensgebet beten. Und dann beten wir, dass diese Tasche hinter mir keine Probleme macht. Aber neyse günaydın. Das ziehe ich mir einmal drüber. Weil ich eben nicht so viel Gepäck mitnehmen durfte, habe ich mich entschieden, teilweise Sachen auch so anzuziehen. Es wird eine Reise von 2 Stunden nach Italien. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein Outfit. Ich weiß, meine Socken passen richtig gut dazu. Ich werde noch Schlappen dazu anziehen, also es wird noch komischer. Aber wie gesagt, so, dass da noch ein bisschen Komfort mit dabei ist. Hadi tschüss. Önümüzdeki yaza inşallah. Moment der Wahrheit kommt gleich. Wir müssen nur noch durch die Kontrolle durch. Leute, ich bin durchgekommen. Ich bin durchgekommen, ohne dass man mir meine Tasche abgezogen hat. Wir waren unten, wir sind dann einfach ganz easy nach oben gelaufen und sind durch die Kontrolle durch. Niemand Stress gemacht. Ihr wollt nicht wissen, was passiert ist. Guck mal, Sicherheitskontrolle, okay? Ich bin da durchgekommen bei diesem, da wo man sich hinstellen muss und man wird abgescannt und so. Da war gar kein Problem, easy. Jogglöcher. Und unter meinem Rock habe ich noch so ein Tight an, was ich aber so nach oben krempeln musste, weil das viel zu lang ist, dann sieht man das. Und es sieht halt von außen ein bisschen komisch aus. Also auffällig so. Die Frau hat gesagt, kommen Sie mal zu mir, hat sie mich angefangen anzufassen. Hat es halt so relativ grob gemacht. Und dann habe ich aber erzählt, passen Sie auf, ich habe ein Tight an, weil mir zu kalt ist. Dann hat sie so getan, als würde sie das nicht gehört haben. Oder keine Ahnung, vielleicht habe ich auch wirklich leise gesprochen. Und dann habe ich lauter gesprochen. Ich dann so, ich habe unten drunter was an, weil mir kalt ist. So. Aber sie fasst aber trotzdem doch währenddessen an. Dann Baya touchen ja. Soll ich das ausziehen mäßig, habe ich dann gesagt. Möchten Sie das sehen? Sie war dann auch so richtig unfreundlich. Nächste. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind durch. Bald da. Weißt du, was passiert ist? Was? Ich nimm so meine Tasche, ne? Ich geh so, ne? Ich schwöre, Wir haben ein kleines Problem, vielleicht auch ein großes Problem, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie wir zum Hotel kommen. Und die Dame an der Info meinte, Call a Taxi, empfehlen you. wir haben ein Uber bestellt. Wir haben gedacht, wir finden noch einen Einheimischen, der uns irgendwie dabei so ein bisschen helfen kann. Aber das Blöde ist halt, steht alles gefühlt aus... Wir können kein Englisch. Tabro, inshallah, du kommst auch hier hin. Jetzt müssen wir diesen Stop finden, da wo die ganzen Uber sind. Aber ein bisschen schwierig gerade, oder? Okay, wo sind wir denn jetzt? Hier. Uber-Pickup, ja, ne? Wenn wir uns so umdrehen jetzt, hier. Okay, tatsächlich. Fast geschafft. Vielen Dank für deine Geduld. Es
Was redest du, mein Bruder? Es ist tatsächlich schon ein Uber entgegengefahren. Aber der hat uns nur zugewunken. Wir haben Uber bestellt gehabt, Uber kam nicht. Dann standen wir da, glaube ich, 10-15 Minuten. Es war so warm. Und wir sind jetzt schon seit einer Stunde hier. Dachten wir, ey, es müsste eine andere Lösung geben. Da haben wir es nochmal mit Bus probiert. Hinher, haben wir dort gefragt, sind wir dorthin gegangen, haben wir wieder dort gefragt, sind die ganze Zeit rumgerannt. Ich mit meiner 20-Kilo-Tasche, sie mit Fliegengewicht. Hin und her, jetzt sind wir auf jeden Fall im Bus, haben unsere Billy. Fahren Richtung Zentrale. Jetzt sind wir an meinem Zug, original Bus zu 2 Haltestellen gefahren und dann war Endstation. Ich habe den Zug von außen gar nicht gesehen, es ist so ein kleiner Waggon. Wenn ich ein Bild finden sollte, die einmal eingeblendet. Ich dachte mir so, von wo kommt der, wohin gehen wir mit dem? So Leute, wir sind tatsächlich angekommen, aber ihr könnt zweimal raten, wer nicht da ist. Die Leute an der Rezeption. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute, wir standen vor der Türe, okay. Und wir haben uns richtig gefreut, weil wir dachten, okay, wir haben es geschafft und so. Wir sind ohne irgendwas, dass irgendwas passiert. Sind wir angekommen, wir klingeln, das macht niemand auf. Da waren mehrere Nummern. Übrigens, wir haben alle Nummern angerufen, so über die 4-5 Mal ist niemand rangegangen. So scheiße, wurden wir wieder abgezogen. Und dann haben wir uns hingesetzt, wir waren richtig verzweifelt, okay. Da kamen so Leute also, die meinten, dass man erst ab 15 Uhr einchecken kann. Jetzt gucken wir auf jeden Fall nach einem Supermarkt. Wir müssen für den nächsten Supermarkt gefühlt 1 Stunde oder so laufen. Leute, wir mieten gerade ein Vespa. Wie ich bereits schon gesagt habe, um 15 Uhr können wir erst einchecken in unserer Pension. Deswegen sind wir ganz kurz zu einem Motorcycle gekommen. Übrigens, ich bin noch nie Motorrad gefahren. Das kriege ich aber hin, das traue ich mir auf jeden Fall zu. Leute, wir haben einen Downgrade. Wir konnten, Alter, schau mich an. Die Vespa-Sache ist tatsächlich ein Traum gewesen. 1,5 Stunden und so haben diese Formular ausgefüllt. Es hat richtig lange gedauert mit den ganzen Dokumenten und so weiter. Ja, wir haben eigentlich schon auch den Schlüssel bekommen. Es war so ein bisschen hin und her, muss ich ehrlich gestehen. Ob er mir das kurz zeigen kann, wie das quasi funktioniert, weil ich das lange schon nicht mehr gemacht habe. Ich habe es eigentlich noch nie gemacht, Allah wechseln. Ich habe mir das schon ein bisschen so ahnen können, als ich das gefragt habe. Und da hat er mich so schon so angeschaut und hat gesagt, ja, okay, pass mal auf, wenn was passieren sollte, 700 €. Also, nee, diesen Spaß gönne ich mir jetzt nicht. Also, naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir holen uns jetzt Fahrräder. Das ist unsere einzige Halterung. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich meine 10 Kilo Tasche mitschleppen will. Der Urlaub verläuft tatsächlich mehr sportlich als gedacht. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, diese Bikes geholt. Und ja, was hätte man denn erwartet? Das ist maximal anstrengend. Deswegen, Leute, wir machen das Beste daraus. Was soll ich machen? Das ist ja auch das erste Mal, dass ich komme. Ich bin ja auch kein Profi, sie genauso nicht, deswegen. Aber dafür bin ich dir ehrlich, läuft schon gut. 3 Jahre ist übrigens ziehen. Nur mal so. Ich habe gedrückt. İçeride kapının tam arkasında 2 tane Pärchen oturuyor. Die haben mich einfach ausgelacht. Ich komme so rein. Fast Tür kaputt gemacht. Bis ich gecheckt habe, okay, Dings ziehen mäßig. Aber da war es schon zu spät. Die haben mich angeguckt, die haben mich einfach ausgelacht. Wir wollen Pizza essen und danach geht's zum Strand, inshallah. Deswegen ist es ein bisschen was vom Tag gemacht wird, weil wir waren halt ständig unterwegs. Aber wie gesagt, wir haben ein bisschen Italien gesehen, mein Gott. Könnte alles schon mal laufen. Pizza gibt es erst Nachmittag, Leute. Zehra, hätte sie mich nicht daran erinnert, dann hättet ihr wahrscheinlich wieder leere Teller gesehen. Das heißt, wir uns schmecken. Bismillah. Der Mann ist extrem süß. Der ist einfach mit so einem kleinen Keff. Espresso, man neyse. Ich glaube Espresso mehr. Kurz Trainer Racing gemacht. What did you do? Und Keks hat er auch gebracht. Junge, wie süß kann man bitte sein? Schmeckt's nicht? Sehr bitter, gell? Eigentlich auch kein Kaffee-Fan. Also nicht so maximal, aber nächstes Jahr ayıp olur, wenn wir das jetzt. Du hast deine Lücke und du boş ver araba ayıp olmasın. 30 € gezahlt. Voll gut eigentlich. Eigentlich für Service muss man 50 € noch plus geben, aber ich habe gegeizt bei 5 €. Oh, assalamu alaikum. Kommt rein. Auf diesen Moment haben wir so lange gewartet. Leute, Doppelbettzimmer. Das ist eigentlich mein Bett. Und das ist etwas. Nein, Spaß, Bro. Ja, wirklich, ich will da schlafen. Neue Kuss erst am Abend. Ganz easy. Nachtschränkchen, Nachtlämpchen. Diese Türe übrigens führt zum Nix. Spiegel, um sich abzuchecken, weil wohlverdient. Ja, Frankie backt Jasna. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon drauf. Lan Deckeler wieder war. Sieh an. Was gibt's hier? Wir wissen da, aha, Kissen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Super! Die Toilette. Wow! Taharet-Scheiße. Aber ich weiß nicht, wie man das Dings benutzt. Hier kann man sich quasi hinsetzen und eine perfekte Aussicht natürlich, ganz, ganz wichtig. Kleiner aber fein, das ist einmal unsere Bude. Werden wir die 2 Nächte verbringen, inshallah. Also, ob wir verbringen werden, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben das eigentlich rein theoretisch nur gebucht, um zu schlafen. Aber ich glaube, das passt. Das ist sogar viel mehr als, weil guck mal, Leute, wir haben so viel Raum. Da haben wir sogar noch einen Schminktisch, das haben wir euch gar nicht gesagt.
unsere Minibar, Bruder. Wir überlegen, ob wir noch Snacks holen sollen, weil wir wissen ja mittlerweile, wo der Supermarkt ist. Leute, mit diesem Fahrrad haben wir eine Lamezia Tour gemacht. Wirklich, wir waren gefühlt überall. In Italien aber. Natürlich ganz wichtig. Nächste, auf jeden Fall, wir kommen zuerst mal hier an. Wir richten uns zuerst mal ein und inshallah sehen wir uns am Strand wieder. Leute, meine Hände sehen so aus. Die Kette ist nur einmal rausgesprungen wegen meiner Hose. Meine Hose ist nämlich, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber relativ schlabbrig. Wir fahren jetzt schon seit 15 Minuten, 10 Minuten ungefähr so einen Feldweg entlang, da wo ganz viele Olivenbäume sind. Italienurlaub habe ich mir so ungefähr vorgestellt, Sahara. That's the situation gerade hier, ne? Rückweg wird lustig. Weil Rückweg hier gibt es keine einzige Straßenlaterne. Muss man mal gucken, wie wir das klären wollen, weil wir wollen auf jeden Fall ein bisschen länger bleiben. Ansonsten kehren wir früher zurück. Machen kurz Pause und danach haben wir nur noch einen 10-minütigen Weg. Dieses Jahr das erste Mal mehr. Leute, das ist unsere Aussicht. Wir sind endlich da. Fahrräder mitgenommen, weil wir konnten diesen Richt nicht eingehen. Wir haben zwar ein Schloss, ein Fahrradschloss, aber ihr wisst, Leute, immer nicht und so. Am liebsten würden wir sie natürlich auch mit ins Meer nehmen. Alhamdulillah. Ich wusste gar nicht vor einer Woche, dass ich hier stehen werde. Deswegen bin ich umso dankbar, hier sein zu dürfen. Wir sind jetzt schon seit einer Stunde unterwegs. Wir fahren immer noch. Ich glaube, wir haben noch 20 Minuten. Ne? Ich muss dazu sagen, wir haben sehr viele Pausen gemacht und ich spüre meinen Arsch nicht mehr. Er hat uns gerade angefeucht. Wie? Wir sind angekommen. Wie ihr seht, habe ich mich auch fertig gemacht. Ich glaube, es ist das 3. oder das 4. Mal, dass ich mich jetzt gerade umziehe. Wir gehen nämlich noch raus. Wir haben es gerade 11:30 Uhr und wir haben immer noch nichts gegessen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind heute mindestens 50 Kilometer gelaufen und geradelt. Übertreibe ich gerade. Und jetzt gehen wir was essen. Ich zeige euch später, was wir bestellt haben. Bis später. Schloss von unseren Fahrrädern. Nein, da ist schon reingetan. Oh. Leute, schaut mal, wie süß die Straße ist. In der Ecke könnte man Instagram-Fotos machen. Leute, ich bin schon mal, guck mal, wie die guckst. Alles gut, ich will kein Foto. Ich möchte einfach nur was essen. Die letzten Tropfen an Energie, die ich gerade habe, dass ich hier stehen kann überhaupt. Deswegen. Es ist mittlerweile ein neuer Tag angebrochen. Wir sind jetzt aufgestanden, wir haben uns auch fertig gemacht. Wir gehen jetzt gleich los, zuerst mit Frühstücken und diese Fahrräder abgeben. Weil ich möchte kein Fahrrad mehr haben. Es war zwar schön und so, aber wir haben böse Schmerzen. Hat die Gehälter Licht ausmachen? Achso, ja, alles gut. Fenster muss offen lassen. Aber schnell vor, ja, in Italien so ein Ferienhaus in so einer Gasse. Schaut euch mal die Gassen an. Die Gassen sehen alle Fall so aus. Unsere Traumas. Ich bin gestern in meine Freundin reingegangen. Wir uns auf den Weg. Wir werden auf jeden Fall kein Fahrrad fahren. Wir würden die auch gar nicht mitschleppen wollen, aber mein Gott, irgendwie müssen die auch wieder zum Fahrradhaus kommen. Deswegen nehmen wir sie einmal mit. Aber wie gesagt, davor gehen wir einmal frühstücken. Ich habe gestern die Pizza gar nicht mitgefilmt. Es fällt mir immer auf, wenn ich fertig gegessen habe. Das blende ich dann quasi hier ein. War lecker. Ich habe ein bisschen was anderes probiert. Es war, glaube ich, Chopper oder Chapa. Es war so mit Käse, Kartoffeln. Wieder vergessen zu filmen, aber ich habe auf jeden Fall Bilder gemacht, die haben wir eingeblendet. Das haben wir aber noch nicht probiert. Da ist scheinbar Reis drin, ich kann es mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Deswegen gibt es gleich einen Taste-Test. Das riecht auf jeden Fall sehr teigig und da ist halt wirklich Reis drin, ne? Wenn Reis zu lange kocht, dann wird es ja so richtig matschig. Genau das ist es. Frittiert mit einem Teigmantel und halt ohne Salz, wie die Freundin gesagt hat, aber schmeckt gut. Kann man machen. Ich habe uns auf jeden Fall noch einen Nachtisch geholt. Ich würde sagen, wir probieren das einmal. Schmeckt gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Taxi gegangen. Allah Jazallah, nur ein bisschen abgegeben. Wir fahren auf jeden Fall wieder zum gleichen Beach. Wir laufen noch ein bisschen am Strand rum. Wir haben uns einmal fertig gemacht.
Das ist einmal mein Outfit for today. Wir gehen einmal Pasta essen höchstwahrscheinlich. Da schauen wir aber, wo wir essen können. Und ja, ich nehme euch mit. Betet, dass ich diesmal nicht vergesse, Leute, weil ich filme jedes Mal leere Teller und jedes Mal sage ich werde es nicht vergessen, ich vergesse es. Das Essen ist angekommen und ich habe daran gedacht. Pasta mit irgendeiner Sahnesoße bestellt. Bismillah. Willst du auch zu sehen sein? Yoksa yanıma kucağıma oturtardın da. Sen bu tarafına. Ist wirklich so, nein. İşte selbe. Ich meine Dings. Die ganze Getirdin de biz bir şey anlamıyoruz ki. Buluruz lo. Ben kendime güveniyorum. Bu ne lo? Kafeterya. Ohne Eis essen. Wir verlassen das Land nicht. Es muss natürlich ein Eis gegessen werden, Leute. Gelato. Guck mal, wir haben uns hingesetzt, der Kellner kam. Fragt uns, was wollen wir haben? Wir haben kein Menü, okay? Das ist zuerst, wir haben uns angeschaut. Ich wollte gleich Soufflé, weil eigentlich wir sind wegen Soufflé und wegen Eis gekommen. Aber habe ich Soufflé gesagt? Er hat uns nicht verstanden. Er kann kein bisschen Englisch. Und dann ich schaue ihn so an, normalerweise, Moment mal, es fehlt was, ich so Menü. Er schaut mich so an, ja, si. Ist er gegangen, hat er Dings Menü gebracht, okay? Keine 2 Minuten später, er kommt nochmal. Es dauert noch ein bisschen, ist er dann nochmal gekommen. Also wirklich keine 5 Minuten später, er ist nochmal gekommen. Nächste, das war Tarafur. Den Namen habe ich sowas von falsch ausgesprochen, hier mal richtig eingeblendet. Tartufo. Das ist auf jeden Fall ein flüssiger Kern und das ist bei den Italienern bekannt. Kindereis, Schokolade, wahrscheinlich Haselnusscreme, Crepe mit Gelato. Das riecht so geil. Auf Ernst, das wird sowas von fett. Bismillah. Es gibt natürlich einen Taste-Test. Also die anderen kann ich mir schon denken, aber Tarafur. Das schmeckt richtig geil. Schmeckt aber dumm. Tartufo. Würde ich einen 4 von 10 geben. Schmeckt richtig geil. Okay, jetzt kommt Bueno, Leute. Haselnuss. Warum schmeckt Schokolade hier so geil? Jetzt Kinderschokolade sehr, sehr nah. Sehr, sehr nah. Platz 2, Platz 3 und jetzt esse ich Crepe, Leute. Aber lass mich das bitte alleine essen, ja? Also so sieht die Innenstadt aus. Überall sind Lichter. Ich finde es richtig, richtig schön. Und die Stadt ist richtig belebt. Wir sagen nicht umsonst ständig Türkei. Seitdem wir hier sind, es erinnert uns so an Türkei jede Ecke. Wir machen uns jetzt gerade auf den Weg, weil in der Früh gibt es die Rückreise. Würde ich tatsächlich sagen, dass ich den Vlog hiermit beende. Ich würde aus dem Schnitt sagen, dass wir den Vlog nicht hiermit beenden, denn das müsst ihr unbedingt noch ansehen. Es ist 1:30 Uhr. Wir haben noch keinen Taxifahrer gefunden. Oh mein Gott, es spammt mich voll. Er will uns abzocken um 10 Euro, Bro. Für 10 Euro holen wir Getränke, Snacks. Das Ein Chat, geben Sie mir eine Bestätigung, andernfalls der Reservierung stornieren. Schreibt, wir haben einen anderen gefunden, der es für günstiger macht und der mit der Uhrzeit nicht verhandelt hat. Also wie komisch kann man bitte als Taxifahrer sein? Schick mir einfach Die Flüge. Er wollte einfach unser Flug wissen. Wisst ihr, was er schreibt? Also, ja, macht euch keinen Stress und so, geht ein bisschen später. Jetzt hat einfach Sarah geschrieben, ja, wir laufen zu Fuß. Leute, es sind 3,5 Stunden. Er schreibt irgendwas mit 15 Kilometern. Danke, abgesagen. Ja, Bro. Sevgili olsak bu kadar yazışmayız. Wallah. Und dann brichst du um 1 Uhr die Nerven, um mir dann zu sagen, dass du zu Fuß gehst. Tut uns leid. Schlafen Sie gut, Herz. Gute Nacht, mein Baby. Bro, wie oft willst du noch sein Profilbild? Sarah hat sich verliebt. Hier ein Call an diesen Taxifahrer, falls du dieses Video sehen solltest. Es tut uns wirklich leid, mein Bremen, weil ich habe ihn angerufen. Er ist ungelogen in 2 Minuten ans Handy rangegangen. Also wie gesagt, nochmal hier Shoutout. Es tut uns wirklich leid, aber 50 Euro ist wirklich zu viel und du wolltest uns abziehen. Was schreibt er? Warte, lass. Das ist so, als hätte ich Freund, Bro. Chat mir, geh zu Fuß und ärgere dich nicht mehr. Das ist gerade voll auf Zerstörermodus. Bro, der hat unsere Adresse, ha? Amanu. Nein, Bro, so 11. Wird jetzt weiterschreiben. Wie alt sind sie eigentlich? Leute, er schreibt einfach Tranquilo. Sein Kind. You Tranquilo. Hat einfach mal einen Taxifahrer geblockt, ist schon hart. Inshallah sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. In dem Sinne, assalamu alaikum.